Dieses Video wird gesponsert von Jackery. Stell dir vor, du steigst morgen in dein Auto und fährst Richtung Süden. Immer weiter, bis ans andere Ende der Welt. Was würde passieren? Du würdest dich frei fühlen, Neues wagen und jeden Tag an einem neuen Ort aufwachen. Du würdest neue Menschen kennenlernen. Du würdest in fremde Kulturen eintauchen, neue Freundschaften schließen, neue Orte entdecken und Abenteuer erleben. Manchmal vergessen selbst wir, dass unser Leben kein Film ist. Bevor wir auf diese Reise von Deutschland nach Südafrika aufgebrochen sind, hatte ich natürlich schon eine gewisse Erwartungshaltung daran, wie diese Reise sein wird. Und ich denke mal, das ist normal. Wenn man sich etwas vornimmt, ein Ziel vornimmt, dann hat man immer eine gewisse Vorstellung, wie es sein wird, dieses Ziel zu erreichen oder wie es sein wird, auf dem Weg dahin zu sein. Oft werden diese Erwartungshaltungen auch durch äußere Einflüsse geprägt. Ich habe schon lange, bevor wir überhaupt losgefahren sind, einige Dokus über diese Reise geguckt und vor allem sehr viele Reiseberichte in Form von Büchern gelesen. Und das hat sich im Wesentlichen darauf ausgewirkt, wie ich mir vorstelle, wie diese Reise sein wird. Ohne dass ich es selber gemerkt habe, hat sich dadurch eine Erwartungshaltung aufgebaut, die vielleicht doch nicht ganz so realistisch ist. In Büchern, die so eine Reise widerspiegeln, werden Ereignisse aus 2 oder 3 oder noch viel mehr Jahren zusammengefasst. Und wenn man daraus dann ein Buch machen möchte, dann sucht man sich natürlich nur die Highlights raus. Dann reiht sich ein Abenteuer an das andere und es erscheint so, als ob jeder Tag was Besonderes ist. Geschicktes Beschreiben lässt aber selbst Banalitäten auf einmal aussehen wie ein riesiges Abenteuer. Koandara, die erste größere Stadt in Guinea nach der Grenze. Die Straßen sind gesäumt von kleinen Shops und Marktständen. Es ist viel los und die Menschen rufen laut durcheinander. Jeder will hier seine Ware zum besten Preis verkaufen. Das Auto habe ich im Schatten geparkt und ich mache mich zu Fuß auf, um Bargeld und eine neue SIM-Karte zu besorgen. Neben den Motorrädern, die schnell an mir vorbeifahren, muss ich immer wieder Löchern und Gräben am Straßenrand ausweichen. Wie immer, wenn ich in einer afrikanischen Kleinstadt unterwegs bin, fühle ich mich sehr präsent. Touristen kommen hier selten hin und ein Weißer fällt direkt auf. Ein paar Kinder hoffen auf ein kleines Geschenk von mir, ein Straßenhändler ruft mir zu, um mich auf Französisch zu grüßen. Ein Taxifahrer spricht mich auf Englisch an, um mir zu sagen, dass es ihn freut, mich hier zu sehen. Wir wechseln ein paar kurze Worte, dann geht es schon weiter. Jetzt noch einmal links abbiegen und schon bin ich angekommen. Es ist ein kleiner dunkler Raum, der eher an eine Garage erinnert als an eine Wechselstube. An einem alten Holztisch, versteckt hinter verschiedensten Waren für den alltäglichen Bedarf, sitzt ein Mann. Hier soll ich Geld tauschen können. Habe ich zumindest gelesen. Ich halte ihm 2 50-Euro-Scheine hin und erkläre ihm auf gebrochenem Französisch mein Anliegen. Der Mann versteht.
Er zieht ein Geldbündel mit dem Durchmesser einer Cola-Dose aus seiner Schublade und beginnt abzuzählen. 100 € sind 924.000 Guinea-Franc. Er gibt mir einen Gummi, um die Scheine zusammenzurollen, in mein Portemonnaie passt der Batzen nicht. Kurze Zeit später stehe ich wieder unter der prallen Sonne inmitten des Getümmels. Jetzt noch schnell die SIM-Karte und dann nichts wie in die Natur und in den Schatten. Doch wie so häufig liegen Welten zwischen der Vorstellung und dem, wie es tatsächlich ist. Das echte Leben ist kein Highlight-Reel, im Gegenteil. Es gibt Höhen und Tiefen, gute und schlechte Tage. Momente, in denen alles perfekt ist und dann wieder solche, die es ganz und gar nicht sind. Und so ist es auch auf dieser Reise. Wir befinden uns hier in einer Ausnahmesituation, die doch irgendwie zum Alltag geworden ist. Auf einer Reise, die aufregender nicht sein könnte und wo trotzdem oft ein Tag dem anderen gleicht. 17.000 Kilometer reine Strecke liegen zwischen Frankfurt und Kapstadt und dann mindestens nochmal genauso viel für den Rückweg. Eigentlich ist klar, dass dabei nicht jeder Tag ein Highlight sein kann. Dass viele Tage einfach nur darin bestehen, von A nach B zu kommen. Dass alltägliche Aufgaben wie Einkaufen, Wasser finden, Wäsche waschen viel Zeit in Anspruch nehmen. Und trotzdem ist da diese Erwartungshaltung, diese Frage, die mir immer im Kopf rumschwirrt. Könnten wir nicht mehr draus machen? Eine Frage, die wir uns auch als FilmemacherInnen stellen. Geht da nicht mehr? Wie können wir Woche für Woche diese Reise in Videos festhalten, die spannend sind und immer wieder etwas Neues zeigen? Film und Reisen sind die beiden Leidenschaften, die dazu geführt haben, dass wir diese Reise überhaupt erst begonnen haben. Beides möchte viel Aufmerksamkeit und Fokus und allzu oft gibt es in einer Woche nicht genug Zeit, um allem gerecht zu werden, so wie wir es eigentlich möchten. Wir müssen also Kompromisse finden, der einen Sache manchmal mehr Raum geben als der anderen, um überhaupt voranzukommen. Es wäre deutlich einfacher, wenn wir diese Fragen nur mit uns selber klären müssten, wenn wir nur unseren eigenen Erwartungen gerecht werden müssten. Aber wir teilen diese Reise im Internet und wir laden Woche für Woche ein Video hoch und bekommen quasi in Realtime Feedback und Kritik zu diesen Videos. Die Sorgen und Gedanken, die wir uns selber schon machen, die Fragen, die wir uns selber stellen, werden bestätigt und der Druck steigt. Wir sollen mehr Land und Leute zeigen. Wir sollen mehr Abenteuer erleben. XY ist auch schon mal durch Afrika gereist und bei ihm war alles viel aufregender und spannender. Persönliche Probleme und Sorgen sind eher uninteressant. Der Alltag ist langweilig. Zeigt uns doch was Neues. Bringt uns doch das Land näher. Beschwert euch doch nicht. Ihr wolltet es ja so. Alles, was wir kreieren, wird direkt bewertet, verglichen und beurteilt. So ist das halt im Internet, so funktioniert das auf Social Media und so war es schon immer. Aber ich habe das Gefühl, dass seit wir auf diese Reise aufgebrochen sind, der Maßstab nochmal ein anderer ist und die Ansprüche an uns einfach extrem gestiegen sind. Für uns stellt sich jetzt die Frage, für wen machen wir das alles hier überhaupt? Machen wir die Videos für unser Publikum? Machen wir die Videos für unser soziales Umfeld, für unsere Freundinnen und Familie zu Hause? Machen wir die Videos nur fürs Geld? Oder machen wir die Videos für uns? So eine Reise zu machen, ist schon eine Herausforderung für sich. Warum machen wir also auch noch Videos drüber? Für uns ist das Filmemachen eine Kunst, durch die wir uns ausdrücken, die uns aber auch dabei hilft, das Erlebte zu verarbeiten und einzuordnen. Die viel wichtigere Frage ist doch, was wollen und können wir mit unseren Videos zeigen? Können wir wirklich den Anspruch haben, diesen Kontinent und dessen Menschen mit unseren Videos zu repräsentieren? Können wir auf so einer Reise wirklich die Geschichten anderer erzählen? Am Ende ist doch die einzige Geschichte, die wir wirklich authentisch erzählen können, unsere eigene. Ergänzt und inspiriert durch Menschen, die wir treffen und Orte, die wir sehen. Doch wir zeigen unsere Perspektive. Mit allem, was dazugehört. Den guten und den schlechten Tagen. Den spannenden und den langweiligen Momenten. Und darum geht es auf diesem Kanal. Auf dieser Reise lernen wir echt viel über diese Welt, aber auch über uns selber. Und ein Teil davon sind unter anderem auch die Erwartungshaltung. Die Erwartungen, die wir an uns selber stellen und die Erwartungen, die andere Leute an uns stellen. Erwartungen werden immer einen wichtigen Punkt im Leben spielen, weil einfach egal, wo man hingeht, egal was man macht, man wird immer eine gewisse Erwartung daran haben, wie es sein wird oder was dann noch kommt. Und
Ich denke, wenn man einfach einen guten Weg findet, wie man seine eigenen Erwartungen steuern kann und sich auch bewusst macht, dass man nicht immer Erwartungen anderer erfüllen muss, dann kann man deutlich zufriedener mit dem sein, was man macht und auch wie man lebt. Und für uns ist das einfach ein unheimlich wichtiger Punkt, sich immer wieder mit solchen Themen auseinanderzusetzen, weil man daran einfach wächst und weiterkommt im Leben und das macht uns Spaß. Das ist ja genau der Grund, warum wir unterwegs sind, warum wir aus unserer Komfortzone rauskommen, warum wir neue Sachen probieren und manchmal auch Sachen hinterfragen. Und ja, am Ende macht es genau das aus, dass man eben solche Sachen für sich selber ergründen kann, bei dem einem andere Leute nicht helfen können, weil man die Antwort einfach selber finden muss. Also, in diesem Sinne, schön, dass ihr dabei seid. Wir sehen uns übernächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Jackery dafür, dass sie dieses Video sponsern und schon seit Jahren ein treuer Partner von uns sind. Tatsächlich war Jackery der allererste Partner, der auf diesem Kanal mit uns zusammengearbeitet hat. Wir haben schon seit 2 Jahren diesen Jackery Explorer 500 mit dabei. Das ist eine mobile Solarstation, eine mobile Powerstation, die wir mit Solar wieder aufladen können, wo wir 230 Volt rauskriegen, wo wir 12 Volt rauskriegen und USB. Und die uns schon so das eine oder andere Mal aus der Patsche geholfen hat, wenn nämlich über unser Solar an Bord nicht so viel reinkam oder wir aus irgendeinem Grund eine mobile Powerstation oder nochmal ein bisschen extra Strom gebraucht haben. Jackery hat letzte Woche ein neues Produkt auf den Markt gebracht und zwar den Explorer 1500 Pro. Wir haben euch das alles unten verlinkt. Das Ding ist deutlich größer als unser kleines Gerät hier und noch bis zum 22. Februar könnt ihr ganze 100 € auf den Kauf von diesem neuen Gerät sparen. Ihr müsst aber schnell sein. Das ist nämlich bald schon wieder rum. Wir haben es euch unten verlinkt. Viel Spaß dabei. Macht's gut!